eigentlich ziemlich unspektakulär, aber hier habe ich mich irgendwie verkantet. Irgendwo an dem, ich weiß es natürlich nicht mehr im Detail. Vielleicht da? Wir kamen da runtergeradelt vom Kütai. Es war so eine schöne 120 Kilometer Kaffeefahrt. Ich saß wahrscheinlich ein bisschen zu entspannt auf meinem Rad und bin blöd hier irgendwo in dieser Rille, die hier so ganz lang verläuft, verkantet und mein Rad blieb stehen. Und ich bin über den Lenker, bevor ich irgendwie wusste, was passiert. Und ja, inzwischen habe ich noch ein paar Platten im Kiefer und ein zerrissenes Trikot, das übrig bleibt. Ja, eigentlich nicht witzig. Nee. Im Hubschrauber lag ich mit dem Verdacht auf Schädelbasisbruch und das war so ein Moment, in dem mir alles andere plötzlich halt völlig egal war. Ich hatte auch, was das Radfahren angeht, irgendwie große Ziele letztes Jahr und plötzlich war es wie weggeblasen in einer Sekunde. Deswegen, ich glaube, egal wie viel man Rad fährt oder wie sehr man meint, alles unter Kontrolle zu haben, so 100% geht's nicht. Ja, aber das nimmt man halt in Kauf. So richtig realisiert, was das bedeutet, habe ich eigentlich erst nach der OP, dann eine Woche danach, als ich mich mit anderen Patienten auf der Station verglichen habe und gesehen habe, dass es denen schon viel besser geht als mir und dass ich noch lange nichts essen werden kann. Und ja, erst dann habe ich so wirklich, ist es so durchgesickert, was eigentlich passiert ist und ja, wie viel Glück ich auch hatte. Ja, das Three Peaks Bike Race ist ein Rennen von Wien nach Nizza über 3 Checkpoints. Und die liegen nicht irgendwo, sondern daher kommt auch der Name. Das sind nämlich 3 Gipfel. Einmal der Großglockner, dann der Col du Sanetsch in der Schweiz und der Mont Ventoux. Es sind dazwischen natürlich auch noch etliche Gipfel und die Strecke plant sich jeder selbst. Also das Rennen ist ein klassisches Solo Self-Supported Bikepacking Race. Hallo! Hallo! Zwischen dem da und dem da gerade ein paar Millimeter sein. Aber wir werden jetzt, bevor sie losfährt, nochmal das ganze Radl oder halt ein bisschen einstellen üben, dass sie die Schaltung einstellen kann, dass sie einen Batschen flicken kann. So die Basics am Fahrrad. Mehr kann ihr dann nicht helfen, das muss sie dann selber machen. Ja, ich glaube halt echt, wenn sie einen Platten hat, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber sonst, so von der Ausdauer, Ehrgeiz ist alles da. Mental ist sie stark, physisch auch. Ja, eine Unterschrift brauchen wir noch. Wir sind vorbereitet. Ja, viel Glück. Im Netz hält es. Der Tracker, der zeigt, dass der hoffentlich das Signal gibt, dass ich nie stehen bleibe. Ich war gestern mega aufgeregt, mir war so ganz schlecht vor Aufregung, war 5 Stunden allein im Zug und habe dann irgendwie noch Freunde angerufen und daheim angerufen und das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Und dann kam ich gestern bei der Dani hier an, die mir in der Facebook-Gruppe geschrieben hat, ob ich nicht bei ihr übernachten will. Das ist mir auch noch bei keinem anderen Radio, wenn es sonst passiert ist, voll cool.
Und ja, dann hat sich irgendwie die Aufregung ein bisschen gelegt. Gestern noch den ersten Patschen geflickt. Ja, aber ich glaube, jetzt bin ich ready. So basically, what we need to check is, of course, the handlebars. If there's any play in the wheel, also we are checking if there is enough of reflective tapes, and basically the rider is ready to go. So every rider needs to have 2 sets of lights, 2 front, 2 rear lights. Well, definitely it's because of the security. And for example, the reflective vest is mandatory in France, riding during the night. So yeah, which is not just safety first. Also ich habe dabei eine Isomatte hier. Es ist noch ganz viel Essen drin, also Riegel, Nüsse, da habe ich noch mehr Essen, an was ich so leicht hinkomme. Geld und eine Maske. Auf einer Seite noch mehr Essen, nämlich Kuchen, Studentenfutter. Und auf der anderen Seite von meiner Bag habe ich alles mögliche technische Zeug. Und hier Reflektoren für die Nacht, Ersatzlampen, Kabelbinder, biologisch abbaubare Feuchttücher. Tape für meine Hände, weil meine Schwachstelle sind auf jeden Fall meine Hände. Ich werde die noch tapen, bevor ich losfahre. In der SWAT-Box ist ganz viel Handzeug, also Flickzeug, ein Schaltauge, ein Stück Kette zum Kette nieten, die hoffentlich nicht reißt, ein Mini-Tool. Hoffentlich ist es die Box, die ich nie öffnen werde. Hinten in der Arschrakete habe ich einen Schlafsack, 2 Radhosen, Trikot, mein Beauty-Case mit Zahnbürste, Kontaktlinsen und eine Menge Wasser, Licht, meine Navigation und der GPS-Tracker hier. Ja. Aber ich frage mich immer wieder selbst, warum so wenige Frauen am Start stehen. Also es sind 120 Starter, davon sind 7 weiblich. Ja, ich bin mir sicher, dass viele Frauen, auch Mitte 20 oder egal welchen Alters, auf jeden Fall viele Frauen dazu in der Lage wären, sowas zu fahren. Ich sehe keine Frau. Ja, die Mädels fehlen. In these races, I think that we pretty much all go through the same emotions, and we pretty much all have to overcome the same problems. You're gonna be in pain at some point, whether it's your butt, whether it's your feet, whether it's your legs. It's summer here and it's already really hot, so you're gonna be really hot, and then at night when you go down a pass, you're gonna be really cold and you're gonna be sleep deprived and you're gonna get desperate at some point because it's so hard and it's gonna seem like it never finishes. So we all go through these things, these phases, and we have to overcome them. And but also, hopefully most of the stuff is gonna be nice. Most of the stuff we're gonna enjoy it, and it's just gonna be doing the thing that we love the most, which is ride our bikes. Nicht mehr. Dann wäre ich irgendwann eingeschlafen. Jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich mal 3-4 Stunden schlafe. Und hier ist auch ganz gut gelegen, sodass ich morgen
oder es ist ja schon morgen, nachdem ich geschlafen habe, einen Kaffee herkriege. Mal sehen, wie sich das dann anfühlt. So um 3:15 und kurz vor 5 war ich echt so richtig krass müde. Aber jetzt ging es einfach nicht mehr. Außerdem habe ich auf der Abfahrt gemerkt, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und das will ich lieber vermeiden. Aber ich habe eigentlich schon vor einer Weile viel coolere Schlafplätze gesehen. So eine Hütte mit einem Brunnen und so. Aber da wollte ich einfach noch nicht anhalten. Oh Scheiße, die Kontakte. Ich habe eigentlich schon wieder Bock zu radeln. Ich habe mich so bemüht, keine Pausen zu machen. Ich habe 4-mal angehalten, bin immer nur schnell rein, Koffein und Zucker gekauft, war 2-mal auf dem Klo und bin sofort weitergefetzt. Es war keine Rast und trotzdem habe ich 50 Minuten Pause in Summe. Ja, ich bin gespannt, wie sich diese Rennsituation da auf mich auswirkt. Ich will eigentlich versuchen, zumindest die ersten 3 Tage nicht auf die anderen zu schauen. Ich habe gerade auf die Tracking-Seite geschaut. Es war klar, dass ich es nicht aushalte. Ich brauche einen Grund, schnell weiterzufahren, weil in den letzten 4 Stunden ist auf jeden Fall was passiert, in dem ich pausiert habe. Aber gut, jeder muss ja mal schlafen. Natürlich will ich da irgendwie gut platziert sein, möglicherweise auch. In erster Linie will ich das einfach fahren. Natürlich wäre es auch noch ganz nett, wenn man das gut macht. Also ich habe eigentlich keinen Plan, ich habe auch nichts geplant, ich habe das Wetter nicht angeschaut. Ich fahre jetzt zum ersten Checkpoint, bin saufroh, wenn ich da oben bin. Dann wird die Abfahrt hoffentlich nicht allzu zart und dann fahre ich einfach, wie es geht. Mal schauen. Gleich. Oh,
eigentlich nicht so wild, aber ich glaube, ich bin heute einfach brutal durch. Und jetzt habe ich mein fucking 80 € Rücklicht verloren. Ich habe keins mehr. Also ich habe schon noch eins, aber kein gescheites. Jetzt bin ich extra nochmal zurückgefahren, nachdem ich in dem scheiß Kaff in Italien schon eine halbe Stunde eine Pizzeria gesucht habe. Oh Mann, fahr los, jetzt habe ich es irgendwie verloren. Egal. So, morgen neues kaufen. Heute bin ich irgendwie gar nicht reingekommen. Es war die ganze Zeit irgendwas. Ja, jetzt fahre ich jetzt einen Schlafplatz suchen, kaufen morgen irgendwo ein Rücklicht. Nützt ja nichts. Mann. Wenn man dann irgendwann auf seiner Isomatte selig einschläft, dann kommt einem der Tag vor, als hätte er irgendwie 40 Stunden gehabt, weil einfach so viel passiert ist und man so viel gefühlt hat. Also an einem Tag erlebt man so viel Extreme, so dicht gepackt. Natürlich würde man gar nicht verkraften, wenn jeder Tag im Leben so voll wäre wie ein Tag Bikepacking. Und ich fühle mich gut. Jetzt ist, wo ist es von hier? Ja, ich schätze bis um 10 werde ich wieder fahren. Mal sehen, wie weit ich komme. Aber es macht richtig Spaß heute. Ja, gestern habe ich schon dran gedacht, aufzuhören, weil mein Knie so weh tat. Ich dachte, ich kann es niemals fahren, weil ich echt Schmerzen hatte. Und heute denke ich, ja Mann, geil. Ja, bin froh, dass ich hier bin. Und ja, ist auch gut zu wissen, wenn es nochmal so richtig scheiße wird. Wird schon wieder. Ja, geil, hab Bock. Also die schönsten Momente, das lässt sich ziemlich leicht erklären, ist irgendwie einfach das Gefühl, dass man gerade genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und nichts lieber tun würde, als was man gerade macht, nämlich im Sattel sitzen und fahren. Das sind so die Momente, von denen man dann auch wieder lange zehrt. Dinge, die einem zeigen, ja, das ist es.
war so schön. Ich habe unten noch mal kurz angehalten und habe noch mal auf die Karte geschaut, ob ich mir jetzt wirklich zutraue, noch da hochzufahren. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich nachher zufrieden ins Bett auf die Isomatte. Und jetzt ist es mega gelohnt. Ich glaube, das war das Schönste heute. Ich will gern irgendwo liegen, wo keine Zecken sind. Also nicht so gern im Wald oder im Gras. Nicht so nah am Gewässer, weil dann wird's nass. Nicht so hoch, weil dann wird's kalt. Bisschen windgeschützt. Und irgendwo, wo ich niemand störe. Also irgendwas Sportliches oder Kirche geht auch immer. Ich habe mir gestern nicht zugetraut, dass ich heute 300 Kilometer fahren kann und jetzt auch noch den Pass. Und jetzt war es voll easy heute. Also nicht, also, ich meine, war schon anstrengend, aber cool. Wenn so jeder Tag ist, können wir das 2 Wochen machen. Der wievielte Tag ist heute? Der 3. Genau. Ich habe mein T-Shirt falsch rum an. Egal, oder? Wenn meine Oma und meine Eltern mal wirklich sehen, wie ich hier so unterwegs bin. Die ungeschonte Version. Ich glaube, ich bin nicht so die weibliche Tochter, wie das vielleicht im Bilderbuch steht, sondern oft eher eine, die ein bisschen ausgebremst werden muss, oft auch zu meinem eigenen Wohl. Ich glaube, ich bin den ganzen Tag in so einem Jetzt zieht Gewitter her von da, wo ich hin will. Und es sind knapp 1000 Höhenmeter, also ich brauche schon eine Weile da hoch. Jetzt überlege ich, ob ich überhaupt da rein starte jetzt oder ob ich jetzt hier warten soll. Weil halt am Berg mit Gewitter ein bisschen weiß ist.
Und wenn ich wüsste, dass es vorbei geht, einfach kurz warten. Ich glaube, ich fahre einfach. Ich habe keinen Bock, so viel Zeit zu vergeuden. Oh nee, aber jetzt kommt's. Ändert sich so schnell, das Wetter. Und es ist auch schon wieder 4. Yeah. Okay, ich fahre. Es donnert ja gerade nicht. Und da gibt es noch ein Haus und da oben gibt es auch noch ein Haus, wenn es blitzt. Dann stelle ich mich halt hinter. Ja, ich sitze es hier kurz aus. Glaube ich. Ich habe bis um Mitternacht eine Unterkunft gesucht. Dann habe ich mich irgendwo dachte, fuck it, ich schlafe einfach jetzt draußen irgendwo. Da hat es voll angefangen zu regnen und wieder gewittern und blitzen. Und dann war eine Ratte auf dem Boden und dann dachte ich, okay, nee, hier bleibe ich doch nie. Dann habe ich so einen Franzose getroffen und der hat mir so den Hint gegeben, hey, da gibt es ein Ibis, das ist halt immer offen. Da kannst du immer hin. Da dachte ich, okay, scheiß drauf, egal, mach es jetzt. Dann habe ich unverschämt viel Geld dafür bezahlt, dafür aber jetzt hier noch Arschgewaschen aufgeladen. Eigentlich muss ich jetzt nichts mehr halten, glaube ich. Beine sind gut, aber meine Hände, ganz schlimm, ich kann meinen Finger nicht mehr bewegen. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es einfach nicht bewegen. So als wäre er nicht da. Und jetzt war ich auf den Col du Sonnet. Endlich Fahrrad fahren.
auf jeden Fall so langsam an seine Grenzen kommt. Also irgendwas tut jetzt immer weh. Entweder das Knie oder das Handgelenk oder der Poppes. Immerhin kann ich heute Morgen im Stehen fahren, ohne dass das Knie allzu sehr weh tut. Was wiederum gut für den Hintern ist. Ja, beim GPS-Track ist hier Schluss. 1800 Höhenmeter muss reichen. Oh, fuck. Hat so gut angefangen. Dann war es doch hart. Ja, mir tut mein Poppes weh. Ich gehe den jetzt kurz frisch einschmieren. Und während ich runtergefahren bin, habe ich mir Sorgen gemacht, ob ich 1 Kilometer zu wenig gefahren bin da oben. Und mein GPS-Track hat da zwar geändert, aber man hätte ja noch an den See fahren können. Und jetzt habe ich halt Angst, dass ich hätte zu dem See müssen. Aber jetzt wieder hochzufahren. Oh, ich weiß nicht, vielleicht ist er unnötig, die Gedanken, aber ich habe kein Internet, um das nachzuschauen und ich habe auch das Race Manual nicht hier und ich war am höchsten Punkt, aber ich habe trotzdem Zweifel jetzt. Hey, sorry, can you stop for a minute? Oh, fuck. Ich hätte ihn fragen können. Aber ich war am höchsten Punkt und es ist Col du Sanetsch und ich weiß nicht, ob da noch mehr dabei stand. Aber jetzt im Zweifel nochmal 500 Höhenmeter hochfahren. Fahr runter. Bei meinem ist die Gedanken. Okay. Ja. Oh Mann, ist das ärgerlich. Keine Ahnung. Ich glaube, da ist nicht mehr drüber nachdenken, kann es eh nicht ändern. Du wirst es nicht besser. Mann, meine Finger sind zu nichts mehr zum Fahren.
irgendwie muss ich ein bisschen zugeben, dass das Ding sogar anstrengend ist. Ich habe es auch gestern im Hotel, oder als ich dann endlich diesen Schlafplatz hatte im Hotel, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was mich heute erwartet, weil ich nicht mal über die Strecke nachgedacht habe oder irgendwas. Der Ulrich ist schon in Nizza. Da steht er in Flipflops. Ein bisschen neidisch. Ja, Glückwunsch. Ich dachte nicht, dass ich so oft drüber nachdenke, aufzuhören oder dass es nicht geht oder dass irgendwas ist, das nicht geht. Ich dachte, wenn, dann packe ich das nicht, weil meine Beine zu schwach sind, aber die sind gut. Und tatsächlich nicht immer so einfach, voll die Motivation zu behalten. Damit hatte ich irgendwie auch nicht so gerechnet. Ich weiß, dass ich so bin, ich höre nur auf, wenn es gar nicht geht. Und wann der Punkt kommt, gut, das weiß man nicht. Geht schon. Ist nie normal. Es pulsiert bis hier so meine Fingerspitze, wenn ich da drauf. Guck, sieht man sogar. Was mach ich hier? Fühlt sich halt ungut an, keine Ahnung. Fuck. An meinem Bahu ist der Akku ausgegangen. Das heißt, ich muss den jetzt. Ja, voll weh. Oh, kein Bock. Wieder hochfahren.
I do a cycling race. And where you sleep? Okay. You don't have a backpack? Okay. So you I do that too. Oh, really? Yeah. I see you and I say, oh, she had a good bike. So good. So good. Yeah. You sleep here tonight? A few kilometers further, not in city, but it happens a lot every day. Sure. You want to sleep? So, good travel, good trip. Bye. Ouais. Ciao. Bye. Ich glaube, ich muss heute schon neue Arschcreme oder Arschcreme-Ersatz kaufen. Mir macht mein Hintern Sorgen. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Aber sonst habe ich Bock. Ich bin so müde. Deswegen habe ich entschieden, dass ich mir jetzt hier einfach kurz aufs Ohr haue. Das nützt nämlich nicht so, ich werde immer langsamer. Schau mal, ob es ja Apotheke gibt. Weiter geht der Spaß. Manchmal frage ich mich selbst, warum ich das mache. So basale Probleme, wie man sich da schaffen kann. Aber genau das macht es ja aus. Man muss einfach an nichts anderes denken, außer an Radeln, Essen, Schlafen. Es wird auch mega hart. Gibt mich nicht zufrieden mit chillen und die Beine hochlegen. Ich kann dann nicht schlafen nachts. Jetzt eine Vaseline gegönnt und Teebaumöl. Dass ich mich mal so über sowas freue. Jetzt brauche ich noch ein stilles Erdchen irgendwo. Dann geht's ab. Ich habe halt ziemlich viel über meine Einstellung nachgedacht. Zu dem Rennen und so, weil ich gestern so ein Trouble in meinem Kopf hatte wegen diesem 10 Minuten Checkpoint runterfahren oder nicht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es ändert für mich persönlich nichts an meiner Leistung. Es ändert für mich nichts daran, was ich jetzt hier mache. Deshalb habe ich entschieden, und ich mache das jetzt wirklich, ich habe entschieden, dass ich nichts mehr angucke, was mit dem Rennen zu tun hat. Ich fahre einfach jetzt meine Strecke ab. Ich schaue von mir auf Instagram oder so. Aber ich schaue nicht mehr den Dot Watcher Report an. Ich schaue nicht mehr das Leaderboard an. Es war keine Absicht von mir, ich wollte nicht irgendwie abkürzen oder irgendwas. Ich wusste einfach nicht. Und für mich ändert das nichts daran, was ich mache.
wie gut ich das mache. Weiter geht's. If you take one step, then you will be a little closer to your dream than if you stay just where you are. Keep that chin held up and fight your battles with your feet. Hobbled where you'll find a path that has your name. Here I am, I'm ready to go again, ready to say goodbye when the sky is high. No reason to stay on ground. Lift your hands and you can touch and fly. The minute you felt you found. Understand that you can have it all. The wings are in your soul. When I let go of the need to be an image that you've sketched on pages of your mind, just watch it fade away. Say goodbye when the sky is high. No reason to stay on ground. Lift your hands and you can touch and fly. The minute you felt you found. Understand that you can have it all. The wings are in your soul. When the sky is high, no reason to stay around. Lift your hands and you can touch and fly. For glory is where you're bound. Understand that you can have it all. The wings are in your Kacke. Fuck. Jo, ich habe meine Kontaktlinse fallen lassen, jetzt ist sie weg. Blöd.
Ich habe auch eigentlich, wollte ich schon viel länger aufstehen. Aber es ging nicht. Ich habe immer 3-mal den Wecker verlängert. Eigentlich war ja der Plan, der Sonne ein bisschen zu entfliehen. Jetzt war ich trotzdem in der Mittagszeit, weil jetzt musste ich halt trotzdem schlafen. Vorher auf der Abfahrt dachte ich mir, was mag ich mehr, essen oder schlafen? Schlafen. Als vorher der Wecker das erste Mal geklingelt hat, dachte ich, ah fuck auf das Rennen, ich muss jetzt einen ganzen Tag schlafen. Und dann hat aber eine halbe Stunde mehr Schlafen schon gereicht, um zu sagen, okay, nee, ich fahr doch los. Das sind schon noch 420 Kilometer. Nicht nichts. Ich habe einen Platten. Das war klar. Das ist irgendwann passiert. Scheiße. Autsch, autsch, autsch. Oh, ich weiß nicht mal, wie rum ich drehen muss, so durch bin ich. Piss dich. Okay, ganz ruhig. Oh fuck!
Kacke. Fuck. Ist mir noch nie passiert. Was mache ich jetzt? Weiter geht's. Ich freue mich mega nachher in Nizza anzukommen. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich war noch nie in Nizza. Ich weiß auch nicht so richtig, was mich da wie es wird oder was uns da im Ziel erwartet als Finisher von dem Rennen jetzt. Oder ob da überhaupt irgendwas ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon verrückt, dann einfach anzukommen. Natürlich hat man sich, oder habe ich mir den Moment schon oft vorgestellt, wie das dann sein wird. Spannend. Okay, jetzt geht's hoch. Falsch gefahren. Was soll das? Würde mich mal interessieren, wer hier noch